Tagchen auch. Meine Chefin hat gesagt, ich soll hier eine Ansage machen. Ja. Wir sind hier in den Gärten der Welt. Ihr kommt mit. Das ist unsere kleine Weltreise hier in Berlin. Da wird er einiges zu sehen kriegen. Und jetzt gehen wir uns gleich mal in den balinesischen Garten und los geht's. Ab in die Tropen. Die Luftfeuchtigkeit ist hier sehr hoch. Mal sehen, ob wir das unbeschadet alles überstehen oder ob die Kamera anläuft. Nicht wahr? Die Kamera wird wahrscheinlich anlaufen, aber die Actioncam, das wird schon funktionieren. Also es ist sehr schön warm hier und gleich hier ist der Eingang zum balinesischen Tempel. Sehr schön gemacht, wirklich. Und da wir glücklicherweise schon mal in Bali waren, können wir bestätigen, ja, so sehen die auch wirklich aus. Allerdings noch ein bisschen größer. Oh, hier muss ich euch zeigen, ist einer meiner Lieblingsblumen. Sie heißen Fragipani und in Thailand sind die ganz viel vertreten und sie riechen einfach so schön. Wunderbare Holzschnitzarbeiten hier im orientalischen Garten. Und da fühlt man sich doch ein bisschen wirklich wie 1001 Nacht hier, wenn man das so sieht. So Leute, hier ist das Besucherzentrum, einer von vielen Eingängen, sage ich jetzt mal. Eintritt kostet momentan mit Seilbahn 9,90 € pro Kopf. Und da hinten, weiß nicht, ob man das sehen kann, ist so eine Tribüne, eine Bühne, wo Veranstaltungen stattfinden. So, wir haben auch was Neues entdeckt. So, das ist ein Moai. Der wurde gespendet von der Botschaft von Chile. Der steht doch nicht so lange hier. So, jetzt gehen wir mal in den Garten von China. Mal gucken. Sehr schön gemacht mit dem Bambus. In so einer Pagode nachempfunden. Ein Stück Natur, so wunderbar.
Gärten der Welt, ein Traum. Tag und Nacht. Sehr schön Japan bis angedeutet wie ein Fluss. Dann zum Ende sieht man mich und Ralf. So, dann zeige ich euch noch einen von Südafrika. Und erinnert so ein bisschen an einen Schiffsrumpf. Finde ich aber echt gut gemacht. So, und jetzt machen wir auch noch den Los Angeles Garten. Ich finde den ja sehr lustig und ihr werdet auch gleich sehen, warum. So, das ist der Garten. Von den Palmen ist nicht mehr viel übrig. Ja. 10 mal 10 Meter. Keine Hunde erlaubt. Auf so einem Parkplatz. Ich weiß nicht, ob es das der Realität entspricht. Keine Ahnung. Aber irgendwie lustig gemacht. Jetzt könnt ihr ja mal raten, was wir gleich machen werden. Naja, wir fahren ja auch noch runter, von daher. Mal schauen, wie es uns bekommt. Ne, Ralf? Also dir bestimmt gut, mir schauen wir mal. Ich freue mich immer. Ja. Oh, kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Wir fahren jetzt hoch zum Kienberg und dann geht es in Richtung Ostende vom Park. Die Seilbahn haben sie gebaut, als hier die Bundesgartenschau war, glaube ich. Und sonst kann ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Sie ist, glaube ich, Teil vom BVG-Netz, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da war mal eine Diskussion drüber. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Also von hier hat man schon mal einen schönen Ausblick. So, eigentlich wollten wir jetzt da hoch, aber ist zu. Es steht nichts dran, aber ist zu. Mal gucken, ob wir da noch mal irgendwie eine Info kriegen. So, jetzt geht's hier zumindest noch mal runter. Ob wir wieder hochkommen, ist noch eine andere Frage. Warum, Ralf? Ja, wir wurden gerade informiert, dass bei noch stärkeren Windböen wird die Seilbahn hier eingestellt. So klar. Im Moment fährt sie noch, aber selbst wenn sie den Betrieb einstellt, wir können jetzt zu Fuß zurückgehen. Dann wird es halt ein längerer Spaziergang heute, aber wir wollen uns auf jeden Fall den westlichen Teil hier der Gärten anschauen. So, und darum können wir was auch heute nicht machen. Wir hätten euch gerne heute noch ein kleines Video Berlin hoch hinaus gemacht, hier im Kienberg, am Wolkenhain. Aber leider, weil Windböen stärker als 50 km/h sind, wurde die Plattform gesperrt und wir können euch das leider nicht zeigen. Schade, schade.
dann müssen wir das irgendwann anders nachholen, aber nicht in nächster Zeit, weil die Anfahrt hierher ist doch ein ganzes Stück. Da wollten wir hoch. Geht nicht. So, jetzt geht's nochmal wieder abwärts mit uns. Und ich glaube, auf die Rückfahrt verzichten wir, weil es wackelt echt ganz schön. Und der Wind pfeift auch ganz schön. Das ist nichts für mich. Für meine Nerven. Ja, wir sind jetzt ab Endstation der Seilbahn ausgestiegen. Jetzt sind wir außerhalb vom Park. Wir sind gespannt, wo wir wieder drauf finden und wieder reinkommen. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Teil, der ehemals auf der Landesgartenschau gehört hat. Und der scheint ja jetzt kostenfrei zu sein. Und den schauen wir uns jetzt aber an. Das ist echt schön. So, wir sind hier am Kienbergpark. Der ist jetzt nach der Landesgartenschau öffentlich. Ist sehr schön. Kann man, wenn man hier in Marzahn wohnt, schön den Park genießen. Und hier zeige ich euch mal ganz kurz, wie groß das ist. Und da sind wir jetzt. So. Und wer hier mit Kindern oder mit Enkelkindern hierher gehen möchte, gar kein Problem. Toller Spielplatz hier. Ich zeig mal jetzt nur so ein bisschen. Ja, mit Wasserspielplatz hier. Ja, muss man natürlich im Sommer hingehen. Der Weg zum chinesischen Garten sieht man schön. Und die kann man auch rollen hier. Handwerkskunst. Zur Kirschblüte bestimmt schön hier. Wenn's blüht, oder? Ja, die Kirschblüte ist wunderschön hier. Wir waren ja schon öfters hier. Ist zwar schon eine Weile her, aber die Kirschblüte ist ganz fantastisch. Und der chinesische Garten, in dem wir jetzt gehen, der ist auch wirklich wunderschön. Ich finde es einer der schönsten hier, zusammen mit dem koreanischen Garten. So, das gehört da schon dazu zum chinesischen Garten. In den Gärten dieser Stadt find ich, was mich glücklich macht. Ein Stück Natur, so wunderbar. Hier bin ich dem Himmel nah. Gärten der Welt, ein Traum erwacht. Blütenpracht in Tag und Nacht. Das Interessante ist hier hinter uns, ja, das ist normalerweise immer zu, jetzt haben wir uns gewundert, es sind Leute drin, hier findet eine Trauung statt. Also, wenn ihr euch noch verehelichen wollt, ihr habt da eine wunderschöne Location, kommt her und schließt den Bund der Ehe. Also wir sind über diese Steine schon mal gelaufen, haben sie jetzt anscheinend gesperrt. So, sehr schön hier. Zeigen wir euch mal noch eine andere Ecke. Wunderbar angelegt, wirklich sehr viel Details. Hier ist, glaube ich, sonst eigentlich immer ein Wasserfall an. Den habe ich letztens zugemacht. Ja. Hier ist noch so ein kleines Teehäuschen. Da kann man, glaube ich, auch eine Teezeremonie buchen sogar. Ich glaube, jetzt ist gerade, wenn es offen ist, ist es wie so ein Shop. Kann man irgendwelche Souvenirs kaufen. Und hier geht's nochmal
Aber da ist gerade ein Fotoshooting mit dem Brautpaar. Ja, der christliche Garten hier. Wunderbar gemacht. Okay, braucht man noch Lauch? Und Bohnen? Sieht ja eher ein bisschen aus wie so ein Nutzgarten, muss ich ehrlich sagen. Hier kann man noch Erdbeeren sammeln. Sind sogar noch welche dran. Ganz toll. Und was ist das Schönes hier? Also wenn ihr dran reibt, dann wisst ihr es. Das ist die leckerste Pfefferminze oder Minze, die ich seit langem gerochen habe. Ist nicht zu vergleichen mit dem, was ich so im Supermarkt kaufe. Richtig stark, intensiv. Lecker. Aber ihr könnt es leider nicht riechen. So, wir sind hier im japanischen Garten. Da gibt es einen kleinen Rundweg. Ich glaube, hier geht es eher darum, zur Ruhe zu kommen. Ich dachte, normalerweise wäre hier noch eine Quelle, wo Wasser runterfließt. Hier ist die Quelle. Und was ich noch erwähnen wollte, ja, wir zeigen euch natürlich nicht alle Gärten und nicht die vollständigen Gärten, weil es soll euch ja nur Appetit machen, herzukommen und euch das mal anzuschauen. So, Ralf, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich freue mich drauf. Jetzt gehen wir in den koreanischen Garten, weil das Schöne daran ist, da gibt es ein Abbild von Christiane und mir. Das werden wir uns dann mal ganz genau angucken und dann könnt ihr mal gucken, ja, ob ihr die Ähnlichkeit erkennt. Ist einer unserer Lieblingsgärten hier, Ist oder? einer unserer Lieblingsgärten. Wir können ja So, mal- also sind es die Figuren hier? Vielleicht. Oder sind es die Figuren hier? Und so sah halt ein koreanisches Wohnhaus aus. Natürlich ohne diesen fortschrittlichen Schutz. So, dann gibt's hier einen tollen Rundgang.
den wir auf jeden Fall mal gehen werden. Ne? Schön, oder? Sehr schön. So mit dem Wasser. Oder sind es diese Figuren hier? Oder sogar die da oben? Oder sind sogar diese kleinen Figuren hier unsere Abbilder? So, liebe Freunde, ich zähle bis 3 und dann lösen wir das Rätsel auf, welche Figuren gemeint waren. 1, 2, 3. So, und jeder, der jetzt gesagt hat, Figuren, die Figuren Nummer 3 hinten an den Holzfällen, die lagen richtig. Und woran habt ihr es erkannt? An den Ohren. So. So, hier sind wir am Cottage oder am englischen Garten. Ja, gucken wir uns gleich mal ein bisschen an. Hier kann man auch was essen, Kaffee, Kuchen trinken, solche Sachen. Schön gemacht. Hier gibt es natürlich Rosen. So sieht das Cottage von außen aus. Sehr gepflegt. Man kann auch drinnen sitzen bei schlechtem Wetter. So, Dahlienblühen. Die Tagetes blüht nochmal wunderbar. Und hier ist halt auch Nutz- und Ziergarten im Eiben. Ja, sehr schön auch. Wer sich mit dem Märchen auskennt, hier gibt es ganz tolle Figuren. Hier ist das Aschenputtel. Ja. Und hier auf der Seite, das ist unschwer zu erkennen, der gestiefelte Kater. Ich schwenke jetzt mal so ein bisschen rum, gehe noch nicht weiter rein, weil hier gibt es ganz, ganz viele Leute, die wollen wir nicht unbedingt drauf haben. Aber hier gibt es einige Märchen, das lohnt sich wirklich. Was ich euch auf jeden Fall aber noch zeigen wollte, der kleine Muck. Das ist auch so eine Erinnerung an meine Jugend. Den Film kennt jeder. So, Kollegen, aufgepasst. Das ist jetzt alles für euch. Und ihr nehmt jetzt mal schnell den Finger und drückt mal den Like-Button. Und wer es noch nicht gemacht hat, abonnieren nicht vergessen, ne? Und wenn ihr noch ganz nett sein wollt, dann schreibt uns noch einen Kommentar. Wir freuen uns drüber. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir sehen euch dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde.